Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Liebe Schmuckfreunde, heute habe ich ein Mystery-Paket mit Silberschmuck für uns. Mein Favorit ist Silberschmuck aus Mexiko und auf den Fotos habe ich Schmuckteile gesehen, die mich hoffen lassen, Beauties aus Mexiko zu finden. Hier habe ich einen Armreif, ein ganz flexibles Teil. Ja, die Perlen, das ist, glaube ich, sind Kunstperlen, aber ein sehr schönes, breites Armband. Nicht schlecht. Hier ist ein Ring, der ist gehämmert, auch leicht angelaufen. Ich gucke mal, ob ich einen Stempel finde. Nee, kein Stempel vorhanden. Also wahrscheinlich kein Silber. Aber sieht doch auch schön aus. Gefällt mir. Dann habe ich hier Ohrringe mit Steckern. Auch ein ganz kühles, dunkleres Silber. Ja, einigermaßen groß die Ohrringe. Finde ich auch nicht schlecht. Ich gucke nochmal, ob ich einen Stempel finde. Nee, auch nicht. Das werde ich sehr häufig in diesem Video sagen. Das ist ja bei Silber auch ganz klar, dass man erstmal gucken möchte, ob echtes Silber dabei ist. Das hier ist ein Schmuckring mit einem Glasstein wahrscheinlich. Der ganze Ring ist so aus einem dickeren Draht gedreht. Ist wahrscheinlich nicht ganz so alt. Hier ist eine schöne Haarspange und einem tollen, ja fast antik wirkenden Blumenmuster. Schön, die gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Aha, ja, hier. Das ist genau der Schmuck, weshalb ich dieses Paket gekauft habe. Ich gucke noch mal, was der Stempel sagt. Ja, Mexiko steht hier drauf, nur Mexiko. Das ist ein schwarzes Onyx Inlay und das ist wieder die Abalonenmuschel, die so schön irisiert. Also dieser Schmuck ist Alpaka-Silber, nennt sich das. Alpaka-Silber, hier steht auch Mexiko drauf. Alpaka-Silber imitiert Silber im Grunde. Es sieht genauso aus wie Silber, aber es läuft nicht an. Deswegen ist es bei Besteck besonders beliebt und bei Schmuck natürlich auch. Sehr schön. Also hier ist die Abalonenmuschel so toll ausgesucht, dass diese Blätter sind grünlich und die Blume wirkt so leicht rosafarben. Tolle Ohrringe zum Einhängen. Dieser Alpaka-Schmuck, die Ohrringe sind meistens zum Einhängen. Also ich habe die auch schon ganz häufig verkauft. Die sind auch sehr beliebt und ich finde sie auch sehr, sehr schön. Wieder kleinere, auch wieder die Abalonenmuschel. Sehr schön. Hier haben wir ein Stück der Muschel. Das ist ein Anhänger, wie so ein Horn. Und ich gucke mal, was hier drauf steht. Ja. Mexiko Alpaka steht hier drauf. Dann habe ich hier noch einen Anhänger, ein Engel. Schöne Engelsfigur. Und hier sind wieder Ohrringe zum Einhängen. Die sind auch etwas neuer mit
einer Abalonenmuschel hier unten, die so bläulich wirkt, und einem Aurora Borealis Stein. Und diese Ohrringe aus Mexiko, ich weiß nicht, ob die heute noch genauso gemacht werden, aber die waren Ende der 70er Jahre sehr beliebt. Und das ist auch ein besonders schönes Modell mit diesem Pfeildesign und ganz dunkle Onyx wieder und kleine Abalonensplitter da drin. Ein toller Ohrring, ich finde, die wirken auch sehr modern. Dann ist hier so ein Armreif. Ich sehe auch wieder einen Stempel. Ja, der Stempel sagt auch Mexiko Alpaka. Und passen die Ohrringe dazu? Ne, nicht ganz. Nicht ganz. Und die hier? Ja, man könnte sie schon zusammentragen. Also ein sehr schöner Armreif. Und die Blüte ist wieder ein Inlay aus der Muschel. Das ist doch ein interessanter Ohrring. Ich gucke mal. Also der hat viele Punzen und Stempel. Auf jeden Fall 925er Silber. Und hier auf diesem steht Israel drauf. Und die Perle sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also die schimmert auch sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, dass es den zweiten gibt, weil den finde ich doch auch sehr, sehr schön. Mal schauen. Dann ist das hier ein Ring. Ich gucke mal, ob es Silber ist. Nein, kein Stempel. Ein kleiner Ring mit 3 Kristallsteinen. Ja, ich zeige ihn mal richtig. So sieht er aus. Und dann haben wir hier eine Halskette, auch so leicht geschwärzt. Hier ist ein Etikett dran. Made in Italy und Fatto a mano, also handgemacht. Eine tolle Kette aus mehreren Gliederketten und eine ist so ganz dick und die dünneren sind drumherum gewickelt. Schön, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So ein bisschen dunkler das Metall. Toll. Dann haben wir hier Ohrringe mit Steckern und einer grün-blauen Emaille, die auch so ineinander verläuft. Also die Ohrringe gibt es häufig. Ich weiß nicht die Geschichte dahinter. Diese Art von Emaille, das sind für mich immer die 80er Jahre, aber das muss ja nicht so sein. Also wenn einer von euch etwas darüber weiß, ich würde mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Viele Ohrringe sind drin, das finde ich ganz toll. Das hat mich auch zu dem Kauf bewegt. Hier haben wir wieder Hänger mit einer Schnecke oder so einem Swirl. Und nochmal 2 Armreife aus Mexiko. Ja, hier haben wir den Stempel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ein runder Stempel. Und das Inlay ist hier aus blauem, ja meist ist das so ein Lapislazuli-Sand. Und das wird dann mit den Muscheln, mit den Abalonenmuscheln und diesem Schmucksteinsand, dieses Inlay hergestellt. Sehr schön, toll angeformt, also der sitzt bestimmt auch sehr gut.
Und dieser hier, der wird so durch etwas Zusammendrücken aufgemacht. Auch wieder schwarz und mit Abalone Inlay, so diesmal so ein bisschen grafischer. Hier ist auch wieder ein Stempel, ich guck mal. Ja, auch wieder Alpaca Mexiko. Der ist sogar angelaufen. Dann habe ich hier Knotenohrringe. Ich gucke nochmal zur Sicherheit. Nee, kein Stempel. Also das ist ja auch ein Klassiker unter den Ohrringen. Dann haben wir hier eine ziemlich lange Halskette. Die Perlen, die sind aus Metall und aus Kunststoff. Also ich meine, die blauen sind aus Kunststoff, aber schön gemacht. So, ja, die ist doppelt. Doppelt und ein Strang ist mit den gemusterten kleinen Perlen und einer ist mit den Herzperlen. Also was ich schön finde, ist dieser Verlauf bei dieser Kunststoffperle. Das macht es, sieht aus wie ein Schmuckstein. Also künstlich, aber doch sehr gut gemacht. Und ein tolles Blau. Auch schön. So, dann haben wir hier einen längeren Ohrring. Auch wieder schneckenartig. Mal schauen. Stempel. Nee, sieht nicht danach aus. Eine schöne türkisfarbene Perle. Auch wieder die Schnecke und so ein gedrehter Tropfen. Haben wir den zweiten? Ja, haben wir. Haben wir. Sehr schön. Tolle Ohrringe. Etwas länger. Dann haben wir hier eine Kette. Eine flache Kette. Könnte einen Stempel haben. Ja, ist auf dem Verschluss und auch auf dem Ende hier mit 925er Sterling Silber gestempelt. Sehr schön. Die kann ich immer gut gebrauchen. Dann ist hier ein ganz tolles Armband. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich gucke erstmal nach Stempel. Nee, nicht gestempelt. Aber ein sehr schönes Design. So schön eckig und diese Zwischenstücke auch ganz toll. Das gefällt mir sehr. Ja, das macht doch was her. Schön breit. Ein sehr schönes Armband. Ja, dann habe ich hier den zweiten Ohrring. Sehr gut. Die Ohrringe sind, finde ich, besonders schön. Klein, aber fein. Und hier habe ich noch einen schönen Alpaka-Ohrring. Auch wieder so ein bisschen grafischer, eckiger, mit toller schimmernder Muschel. Dann diese Ohrringe. Ja, Alpaca Mexiko steht drauf. Die sind auch sehr, sehr schön. Da gefällt mir auch dieses Treppenmuster drauf und das ist Türkissand. Diesmal ist Türkis zu einem Inlay verarbeitet worden. Sehr schön. Dann habe ich noch sehr ähnliche, sind diese hier. Der Farbton hier ist sehr viel grüner. Also wenn das dieses Grün hat, dann ist es Malachit. Und gestempelt ist er auch. Ja, auch. Ganz, ganz tolle Ohrringe. So, das war der Grund
für dieses Paket. Dann habe ich hier einen kleinen Anhänger, ein kleiner Kreuzanhänger mit Jesus. Ich gucke mal. Nee, kein Stempel. Ganz kleiner Mini-Anhänger. Und dann haben wir diese Halskette hier. Das sieht nach Modeschmuck aus mit einem kleinen Herz. Und diese Halskette, die sieht schon wieder sehr silbern aus. Ich gucke nochmal. Ja, auf dem Verschluss steht Sterling drauf und hier auf dem Herzen ist auch ein Stempel und es ist wieder ein Türkis Inlay. Sehr schön. Ja, also das Armband. Ich sehe gerade einen Stempel. Koro. Koro, ein ganz schlichtes Logo, ohne Pegasus, ganz schlicht Koro drauf. Sehr schön. Das freut mich sehr. Sogar noch ein Markenteil. Ja, und was natürlich besonders schön sind diese Ohrringe. Schaut in meinem Find Vintage Beauty Shop vorbei und sichert euch euren 15% Gutschein für euren ersten Einkauf. Folgt mir hier auf YouTube und auf Instagram. Ich freue mich sehr über Likes und Kommentare. Vielen Dank und bis bald.